hier die Bexi. Ich möchte euch heute meine Testdrucke zeigen, die im Laufe der Zeit beim Siebdrucken entstanden sind, und das eine oder andere möchte ich auch noch dazu erzählen. In der Siebdruck-Community gibt es den sogenannten Test Print Tuesday. Da zeigen viele Siebdrucker und Siebdruckerinnen ihre Testdrucke, ihre Fuck-Ups, die beim Drucken entstanden sind. Dabei landen mehrere Motive aus ganz unterschiedlichen Projekten auf einem Papierbogen. Einfach zum Ausprobieren von Farben, Registrierung, Position und so weiter. Und so entstehen über Wochen oder Monate ganz eigenständige, spannende Kombinationen. Und auch ich habe diese Bögen gesammelt und weiter bearbeitet, bis daraus jetzt ganz eigenständige Monoprints entstanden sind, und die möchte ich euch heute gerne mal im Detail zeigen. Hier seht ihr meine 2 Stapel mit Testdrucken, die sich über die letzten Monate angesammelt haben. Links liegt der Work-in-Progress-Stapel, der ist, sagen wir mal, ziemlich ambitioniert. Viele meiner Testdrucke waren ursprünglich Fehldrucke. Hier sieht man zum Beispiel Farbflecken, wo keine sein sollen. An der Stelle fehlt ein Teil vom Wort, weil die Farbe da wahrscheinlich schon im Sieb eingetrocknet war. Hier hat die Farbregistrierung nicht direkt funktioniert und es ist deutlich ein ungewollter Versatz zu sehen. Der Farbauftrag hier ist auch eher so, naja. Hier sehen wir schon einen etwas weiterentwickelten Testdruck, aber für mich noch nicht so ganz rund, da fehlt noch irgendwas. Rechts liegt der deutlich kleinere Stapel mit den Drucken, die ich als fertig betrachte. Die dürfen auch so bleiben. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal genauer. Das ist mein Orex, da habe ich einen blauen Layer nochmal rüber geprintet. Ich finde, das sieht ganz stylisch aus. Kann man so lassen. Das ist einfach mein Pizza-Print und das Chamäleon drüber. Chamäleon plus Pizza, einfach cool. Meine 3 Täubchen mit etwas Pink. Das tut denen ganz gut. Ja, und hier das Chamäleon einfach doppelt mit Blau. Und ja, fand ich ganz interessant. Ich finde, hier kann man auch ganz schön noch die Passermarken sehen. Täubchen und Chamäleon, warum nicht? Auch eine gute Kombination auf pinken Karton. Ich glaube, das sind 3 Layers insgesamt. Den Print mag ich echt ganz gern, weil man hier so eine tolle Struktur im Negativ sehen kann. Und auf die Idee wäre ich so gar nicht gekommen. Ja, da ergeben sich ganz neue experimentelle Ideen, die ich auch mal für später benutzen kann. Ja, hier kommt alles mögliche. Fische, Tauben, Hintergrund, pink, weiß. Ich finde es irgendwie cool. Ja, ich glaube, das ist der Print mit den meisten Farblayers. Ich glaube, da sind ungefähr 7 Prints übereinander gedruckt worden. Und ja, sehr chaotisch, abstrakt, aber gefällt mir irgendwie gut. Fand ich auch ganz süß. Irgendwie ergibt das hier irgendwie was ganz Neues. Ja, Talk to my wing. Plus Fische, plus Pink. Love it. Hier auch wieder ganz geil, einfach dieses Muster im Negativ. Finde ich cool, und auch im Schwarz kann man noch den Hintergrund durchscheinen sehen. Dancing Alone at Home in Pink und Blue. Und hier einfach Your email found me well at Pizza Beach. Diese Version finde ich auch mega. Fisch, Taubi, Pizza, Schwarz. Und irgendwie ist das ganz interessant, was sich hier ergibt. Ich liebe einfach die Details, ich kann davon nicht genug kriegen, wirklich. Ich finde es einfach mega. Love it. Ich weiß genau, welcher Druck sich dahinter verbirgt. Das war nämlich mein Bob Ross Vogel-Cartoon. Ja, und auf grünen Karton, ich fand die auch ganz witzig. Ist jetzt nicht so wild, aber gefällt mir mega gut. Ich finde die fertig. Ich weiß nicht, was euer Favorit ist, aber meiner ist der hier. I like. I like, I like. Und das war's auch schon. Das war jetzt mein erster Test-Print-Batch ever. Und ich hoffe, es werden noch weitere folgen. Noch ein paar abschließende Worte. Ich glaube, das erste Mal habe ich so um 2010 von dieser Art von Testdrucken gehört. Und das kam aus der amerikanischen Gig-Poster-Szene. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich ursprünglich daherkommt, aber das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin. Und umso mehr freut mich das jetzt, dass ich Jahre später das endlich mal selber ausprobieren kann. Wobei ich ja auch schon wirklich lange Linolschnitt mache und das eigentlich auch mit diesem Druckverfahren hätte schon längst ausprobieren können. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, ein paar Testprints zu machen. Und wenn euch das Thema interessiert, schaut auch mal gerne bei Instagram vorbei unter dem Hashtag TestPrintTuesday.
Da findet ihr wirklich echt tolle Exemplare, also wirklich. Und bei der Gelegenheit schaut euch ganz unabhängig davon doch einfach auch mein letztes Siebdruckvideo an. Würde mich freuen. Ansonsten, have a nice day, evening, morning or good night. Na dann, macht's gut, eure Bexi.